Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo, Jake. Wie geht es dir heute? Hallo, Emma. Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über Rezepte und Zutaten sprechen. Kochst du gerne? Ja, ich koche gerne. Am Wochenende probiere ich oft neue Rezepte aus. Das ist großartig. Ich liebe es auch, neue Rezepte auszuprobieren. Was hast du am letzten Wochenende gekocht? Am letzten Wochenende habe ich ein einfaches Nudelgericht gemacht. Ich habe Spaghetti, Tomaten, Knoblauch und Olivenöl verwendet. Das klingt lecker. Ich liebe Nudeln. Hast du Kräuter hinzugefügt? Ja, ich habe etwas Basilikum und ein wenig Salz hinzugefügt. Es war sehr schmackhaft. Ich mag Basilikum. Manchmal verwende ich es in meinen Salaten. Welche anderen Rezepte magst du? Ich mache auch gerne ein Gemüsepfanne. Ich benutze Paprika, Karotten, Brokkoli und Sojasauce. Gemüsepfanne ist sehr gesund. Ich verwende gerne frisches Gemüse. Kochst du Reis dazu? Ja, ich serviere es normalerweise mit gedämpftem Reis. Es ist eine einfache und schnelle Mahlzeit. Schnelle Mahlzeiten sind super. Manchmal mache ich ein Omelett zum Frühstück. Ich benutze Eier, Käse und ein paar Zwiebeln. Ein Omelett ist einfach zuzubereiten und sehr gut. Manchmal füge ich Tomaten und Spinat hinzu. Das ist eine gute Idee. Ich mag Spinat. Er ist sehr gesund. Backst du gerne? Ja, ich backe gerne. Ich mache oft einfache Kuchen und Kekse. Ich verwende Mehl, Zucker, Butter und Eier. Backen macht Spaß. Ich liebe es, Schokoladenkekse zu machen. Ich benutze Schokoladenstückchen, Mehl und Zucker. Schokoladenkekse sind meine Favoriten. Ich mache auch gerne einen Obstkuchen mit frischen Früchten. Ein Obstkuchen klingt wunderbar, besonders im Sommer, wenn die Früchte frisch sind. Welche Früchte verwendest du? Ich benutze Erdbeeren, Heidelbeeren und Kiwi. Ich verwende auch etwas Sahne und einen Kuchenteig. Das klingt sehr lecker. Ich möchte dieses Rezept irgendwann ausprobieren. Hast du ein Lieblingsrezept, das du oft kochst? Ja, ich mache oft eine einfache Hühnersuppe. Ich verwende Huhn, Karotten, Kartoffeln und Zwiebeln. Hühnersuppe ist sehr tröstlich. Manchmal mache ich eine Gemüsesuppe mit Tomaten, Erbsen und Mais. Gemüsesuppe ist sehr gesund und einfach zuzubereiten. Ich benutze gerne frische Kräuter wie Petersilie. Frische Kräuter machen einen großen Unterschied im Geschmack. Ich liebe es, Koriander in meinen Rezepten zu verwenden. Koriander ist großartig in mexikanischen Gerichten. Ich verwende auch gerne Knoblauch. Er verleiht viel Geschmack. Da stimme ich dir zu. Knoblauch ist in vielen Rezepten sehr wichtig. Folgst du Rezepten aus einem Buch oder dem Internet? Ich folge normalerweise Rezepten von einer Kochwebseite. Sie sind sehr leicht zu verstehen. Ich benutze manchmal ein Rezeptbuch. Ich schaue auch Kochvideos, um neue Techniken zu lernen. Kochvideos sind sehr hilfreich. Ich lerne viel, wenn ich sehe, wie man Gemüse schneidet oder Reis kocht. Ja, ich lerne jedes Mal neue Fähigkeiten, wenn ich ein Video anschaue. Welches neue Rezept möchtest du als nächstes ausprobieren?
Ich möchte versuchen, hausgemachte Pizza zu machen. Ich möchte frische Tomaten, Mozzarella und Basilikum verwenden. Das klingt spannend. Ich liebe Pizza. Ich möchte eine Quiche mit Eiern, Käse und Spinat machen. Eine Quiche ist eine tolle Idee für Frühstück oder Mittagessen. Wir sollten unsere Rezepte teilen, wenn wir sie ausprobiert haben. Ja, das würde mir sehr gefallen. Ich möchte auch neue Desserts ausprobieren. Hast du ein Lieblingsdessertrezept? Ich mache gerne einen einfachen Obstsalat. Ich verwende eine Mischung aus Äpfeln, Orangen und Trauben. Er ist sehr erfrischend. Ein Obstsalat ist ein gesundes Dessert. Ich mache auch gerne Joghurt mit Honig und Nüssen. Das ist auch ein sehr gesundes Dessert. Manchmal füge ich ein wenig Zimt zu meinem Joghurt hinzu. Das schmeckt großartig. Zimt ist eine schöne Ergänzung. Ich streue ihn morgens gerne auf meinen Haferbrei. Haferbrei ist ein gutes Frühstück. Manchmal füge ich Beeren und ein wenig Zucker hinzu. Beeren machen den Haferbrei sehr bunt und schmackhaft. Was machst du mit übrig gebliebenen Zutaten? Ich versuche, sie in einem neuen Rezept zu verwenden. Wenn ich zum Beispiel übrig gebliebenen Reis habe, mache ich gebratenen Reis. Das ist eine gute Idee. Manchmal verwende ich übrig gebliebenes Gemüse in einer Gemüsepfanne oder einer Suppe. Reste können sehr nützlich sein. Sie helfen mir, Abfall zu reduzieren und eine schnelle Mahlzeit zuzubereiten. Da stimme ich zu. Reste kreativ zu verwenden, ist eine gute Gewohnheit beim Kochen. Planst du deine Mahlzeiten für die Woche? Ja, ich versuche meine Mahlzeiten am Sonntag zu planen. Ich schreibe ein einfaches Menü und mache eine Einkaufsliste. Das ist eine großartige Gewohnheit. Ich plane manchmal meine Mahlzeiten, damit ich weiß, welche Zutaten ich kaufen muss. Die Planung von Mahlzeiten hilft mir, gesund zu essen und Zeit zu sparen. Ich weiß jeden Tag, was ich kochen soll. Ich möchte anfangen, meine Mahlzeiten häufiger zu planen. Das macht das Einkaufen auch einfacher. Ja, wenn du eine Liste hast, kaufst du nur das, was du brauchst. Ich kaufe normalerweise auf dem lokalen Markt ein. Ich kaufe gerne frisches Gemüse und Obst. Ich kaufe im Supermarkt ein, aber ich besuche auch am Wochenende den lokalen Markt. Ich liebe frische Zutaten. Frische Zutaten machen einen großen Unterschied im Geschmack. Ich versuche immer saisonale Früchte und Gemüse zu kaufen. Das ist ein guter Tipp. Saisonale Zutaten sind normalerweise günstiger und geschmackvoller. Hast du irgendwelche Kochtipps, die du teilen möchtest? Ja, ich wasche meine Gemüse immer gut, bevor ich sie koche. Ich schneide sie auch gerne in kleine Stücke, damit sie gleichmäßig garen. Das ist wichtig. Ich weiche meine Bohnen vor dem Kochen ein. Das macht sie weicher. Das Einweichen von Bohnen ist eine gute Idee. Manchmal mariniere ich Fleisch mit Gewürzen und Olivenöl, bevor ich es koche. Das macht das Fleisch geschmackvoller. Marinieren ist ein großartiger Tipp. Ich mariniere Hähnchen gerne mit Zitronensaft und Kräutern. Das klingt lecker. Das möchte ich beim nächsten Mal ausprobieren, wenn ich Hähnchen koche. Bitte teile mir dein Rezept mit. Ich würde gerne neue Kochmethoden lernen. Natürlich, ich werde dir das Rezept per E-Mail senden. Ich möchte auch dein Nudelgericht ausprobieren. Es klingt sehr einfach und schmackhaft. Ja, ich werde dir das Rezept für meine Nudeln mit Tomaten und Basilikum senden. Wir können Rezepte austauschen und neue Gerichte ausprobieren. Ich freue mich darauf. Kochen macht mir Spaß, wenn man Ideen mit einem Freund teilt.
Ich stimme zu. Ich lerne viel aus unseren Gesprächen über Essen und Rezepte. Hast du eine Lieblingskochsendung im Fernsehen? Ja, ich sehe gerne eine Sendung namens Einfach kochen. Die Rezepte sind einfach und schnell. Ich habe diese Sendung gesehen. Der Moderator erklärt alles sehr klar. Ich mag auch eine Sendung über das Backen. Ich lerne neue Techniken zum Brot und Kuchen zubereiten. Backshows sind sehr interessant. Ich möchte irgendwann Brot backen. Es sieht herausfordernd, aber auch spaßig aus. Ja, hausgemachtes Brot ist sehr belohnend. Ich möchte ein Rezept für Sauerteigbrot ausprobieren. Es braucht spezielles Mehl und eine lange Fermentationszeit. Das klingt kompliziert, aber ich würde es gerne lernen. Wir können uns ein Video zusammen ansehen und das Rezept ausprobieren. Das ist eine großartige Idee. Ich koche immer gerne mit einem Freund. Was ist deine Lieblingszutat zum Kochen? Ich denke, meine Lieblingszutat ist Knoblauch. Ich liebe den Geschmack, den er vielen Gerichten verleiht. Knoblauch ist wunderbar. Ich benutze auch gerne Olivenöl. Es macht alles schmackhafter. Olivenöl ist auch sehr gesund. Ich verwende es in Salaten und beim Kochen. Ich benutze gerne frische Kräuter wie Basilikum und Petersilie. Sie machen das Essen sehr frisch. Frische Kräuter sind auch in meinen Rezepten wichtig. Ich verwende auch gerne Tomaten. Sie sind sehr vielseitig. Ja, Tomaten sind großartig in Soßen, Suppen und Salaten. Ich liebe eine gute Tomatensauce auf Pasta. Ich auch. Eine einfache Tomatensauce mit Knoblauch und Basilikum ist eines meiner Lieblingsrezepte. Hast du ein Rezeptbuch zu Hause? Ja, ich habe ein kleines Rezeptbuch. Ich schreibe meine Lieblingsrezepte und neue, die ich ausprobiere. Das ist eine gute Idee. Ich habe auch ein Notizbuch mit Rezepten. Es hilft mir, mich daran zu erinnern, was ich gerne koche. Manchmal drucke ich Rezepte aus dem Internet aus und füge sie meinem Buch hinzu. Ich zeichne auch ein kleines Bild des Gerichts. Das macht dein Rezeptbuch sehr schön. Ich möchte das auch machen. Es macht Spaß, alte Rezepte anzuschauen und sich daran zu erinnern, wann ich sie gekocht habe. Ja, jedes Rezept hat eine Geschichte. Kochen geht nicht nur um Essen. Es geht auch darum, Zeit mit Familie und Freunden zu teilen und zu genießen. Ich stimme zu. Ich koche oft mit meiner Schwester und wir sprechen über unseren Tag, während wir das Essen zubereiten. Das ist sehr schön. Gemeinsam zu kochen macht das Essen besser. Hast du jemals ein kleines Abendessen mit deinen Freunden veranstaltet? Ja, ich lade manchmal Freunde zu einem einfachen Abendessen ein. Ich koche ein paar Gerichte und wir genießen das Essen und unterhalten uns. Das mache ich auch gerne. Es ist eine gute Möglichkeit, Rezepte zu teilen und neue Kochtipps voneinander zu lernen. Ja, jedes Abendessen ist eine Gelegenheit, neue Dinge auszuprobieren und Spaß in der Küche zu haben. Ich möchte nächsten Monat eine Kochparty mit meinen Freunden planen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich würde gerne mithelfen und beim Kochen unterstützen. Wir können ein Menü mit verschiedenen Gerichten planen. Jeder kann ein Rezept mitbringen, das er teilen möchte. Ich freue mich darauf. Es wird ein spaßiger Tag mit gemeinsamem Kochen und Essen. Bevor wir abschließen, kannst du mir ein neues Rezept nennen, das du diese Woche ausprobieren möchtest? Diese Woche möchte ich einen neuen Salat ausprobieren. Ich möchte gemischte Blätter, Kirschtomaten, Gurken und ein einfaches Vinaigrette verwenden. Das klingt sehr frisch und gesund.
Ich möchte ein neues Suppenrezept ausprobieren. Ich werde eine Linsensuppe mit Karotten, Sellerie und Gewürzen machen. Linsensuppe ist sehr nahrhaft. Ich würde dieses Rezept auch gerne ausprobieren. Ich werde dir mein Rezept schicken, wenn ich es mache. Wir können unsere Notizen vergleichen und vielleicht sogar nächstes Wochenende zusammen kochen. Ja, das würde ich lieben. Zusammen zu kochen macht immer Spaß und ist eine gute Möglichkeit, Neues zu lernen. Danke für dieses nette Gespräch über Rezepte und Zutaten, Emma. Ich habe viel gelernt und fühle mich inspiriert, neue Gerichte auszuprobieren. Danke, Jake. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Ich lerne immer neue Ideen von dir. Lass uns nächste Woche wieder treffen, um unsere neuen Rezepte zu teilen. Ja, ich freue mich darauf. Hab einen tollen Tag, Emma. Du auch, Jake. Viel Spaß beim Kochen. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Er sagte mir einfach Hallo. Wir winkten und riefen Hallo zum Nachbarn. Zutaten. Zutaten. Die Zutaten sind frisch. Ich brauche die Zutaten für das Rezept. Die Zutaten liegen auf dem Tisch. Rezepte. Rezepte. Ich habe viele Rezepte. Die Rezepte sind einfach zu folgen. Wir sammeln unsere besten Rezepte. Kochen. Kochen. Ich liebe es zu kochen. Kochen macht Spaß mit Freunden. Heute werde ich ein neues Rezept zum Kochen ausprobieren. Nudelgericht. Nudelgericht. Ich liebe ein gutes Nudelgericht. Das Nudelgericht ist sehr lecker. Wir essen heute ein Nudelgericht zum Abendessen. Spaghetti. Spaghetti. Ich liebe Spaghetti mit Tomatensauce. Gestern habe ich Spaghetti gekocht. Kannst du Spaghetti für das Abendessen machen? Knoblauch. Knoblauch. Ich mag Knoblauch in meiner Pasta. Knoblauch hat einen starken Geschmack. Wir verwenden frischen Knoblauch zum Kochen. Olivenöl. Olivenöl. Olivenöl ist gesund. Ich benutze Olivenöl zum Kochen. Das Olivenöl hat einen guten Geschmack. Basilikum. Basilikum. Ich liebe den Geschmack von Basilikum. Basilikum ist ein wichtiges Gewürz in der italienischen Küche. Man kann Basilikum auch in einem Topf auf der Fensterbank anbauen. Gemüsepfanne. Gemüsepfanne. Die Gemüsepfanne ist lecker. Ich koche eine Gemüsepfanne für das Abendessen. Die Gemüsepfanne enthält viele gesunde Zutaten. Sojasauce. Sojasauce. Sojasauce ist eine wichtige Zutat in der asiatischen Küche. Ich liebe es, Sojasauce zu meinen Gerichten hinzuzufügen. Kannst du mir bitte die Sojasauce reichen? Hühnersuppe. Hühnersuppe. Ich koche Hühnersuppe für das Abendessen. Hühnersuppe ist gut für die Gesundheit. In der kalten Jahreszeit esse ich gerne Hühnersuppe. Gemüsesuppe. Gemüsesuppe. Ich koche eine Gemüsesuppe. Die Gemüsesuppe ist gesund. Wir essen heute Gemüsesuppe zum Abendessen.
Kräuter, Kräuter. Ich pflanze frische Kräuter im Garten. Die Kräuter geben dem Essen einen guten Geschmack. Wir sammeln Kräuter für den Tee. Koriander, Koriander. Koriander ist ein wichtiges Gewürz in der Küche. Ich mag den Geschmack von frischem Koriander. Koriander wird oft in asiatischen Gerichten verwendet. Marinieren, marinieren. Fisch kann man gut marinieren. Ich werde das Gemüse marinieren. Das Fleisch muss mindestens eine Stunde marinieren. Zitronensaft, Zitronensaft. Ich trinke Zitronensaft mit Wasser. Zitronensaft macht das Essen frisch. Wir brauchen Zitronensaft für das Rezept. Fermentationszeit. Fermentationszeit. Die Fermentationszeit ist wichtig für den Geschmack. Eine längere Fermentationszeit kann zu intensiveren Aromen führen. Wir müssen die Fermentationszeit genau überwachen. Vinaigrette, Vinaigrette. Die Vinaigrette ist sehr lecker. Ich mache eine Vinaigrette für den Salat. Die Vinaigrette enthält Essig und Öl. Linsensuppe. Linsensuppe. Die Linsensuppe ist sehr gesund. Ich koche heute eine Linsensuppe. Linsensuppe schmeckt besonders gut im Winter. Wie oft kocht Jake neue Rezepte? Welche Suppe möchte Jake diese Woche ausprobieren? Was möchte Emma diese Woche ausprobieren? Welche Suppe möchte Jake diese Woche machen? Großartige Arbeit beim Üben des Deutschen mit uns heute. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte like dieses Video, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Gesprächsübungen verpasst. Bis zum nächsten Video.